Straße zieht es mich nicht. Und ich bin auch lang gefahren, Tag und Nacht. Und da muss ich auch denken, kein Unfall, nichts. Da muss man schon danken auch. Und für mich gibt es die Schutzengel, so wie die Leute sagen, nicht? Die Helfer. Das ist. Und bei den Kindern habe ich oft gesagt, nicht? Wenn du einsteigst, darfst du auch denken. Ich bin einsteigen schon. Und wenn ich einmal einer Frau rausfährst, nicht hupen und schreien und teiten. Der kann ja vielleicht einen Unfall verhindern dadurch, weil du später drauf bist. So muss man das sehen. Also das war sehr wichtig. Papa hat gesagt, das gemütlich, also einfach das gemütliche Zusammensein und auch das Zusammenhelfen. Auch wenn es Probleme gibt, dass man zusammenhilft. Das war aber das Wichtigste. Der Vater Selm ist sicher ein äußerst bescheidener Mensch. Für sein tägliches Leben braucht er absolut nicht viel. Ich habe gesagt, einmal möchtest du erleben, dass er mit mir also mal eine Woche oder wenigstens ein paar Tage heimfährt, weil ich bin eine Kärntnerin, nicht? Und da möchte ich auch ab und zu mal hinkommen, ich habe noch Verwandte unten. Und das ist unmöglich. Da fährt er nicht mit. Die eifrigsten Schüler sind seine eigenen Kinder, die inzwischen gemeinsam den Familienbetrieb führen. Der Vater hat aber gesagt, die, die viel Geld haben, die forschen, die wenig Geld haben, probieren. Und wenn du wenig finanzielle Mittel zur Verfügung hast, dann bist du gezwungen, dass du einfach kreativ bist, dass du viele Sachen selber machst. Und da möchte ich wieder ein bisschen zurück. Auch Sohn Heribert hat sich von den Ideen des Vaters begeistern lassen. Er hat ja noch andere Ideen gehabt, wie zum Beispiel das Messgerät für Erdbebenmessungen. Das hat bei ihm tadellos funktioniert. Ist aber durch das, dass wir den Weg des Wassers gegangen sind, total untergegangen. Und ich denke, unser Ziel ist einmal ein Messgerät wieder, also das wieder herzustellen und kompakt zu machen, weil das ist ja aus lauter große Bauteile gewesen. Das so kompakt zu machen, dass ich ein Messgerät habe, wo ich genau sagen kann, um die und die Zeit ist ein Erdbeben. Also das hat bei ihm schon funktioniert. Und zwar, das Problem ist ja halt nicht, wo es kommt, weil wo können sie halt mit den Satelliten relativ gut über die Spannungen herausfinden. Sie wissen aber nie einen Zeitpunkt. Und der Papa hat damals, ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, mit so Antennen, die hat er am Dach gehabt, die hat er aufgebaut gehabt. Und da hat er mit dem Oszilloskop, da hat er die Linien gehabt. Und mit der Zeit sind die immer weiter aufgewachsen, bis zu einem Maximum. Und wenn das Maximum erreicht war, dann war der Zeitpunkt vom Erdbeben. Er hat halt noch nicht sagen können, wo es ist. Also man müsste das noch kombinieren, mit wo und wann, und dann ist es beieinander. Die Erfahrung von Alois Oswald aus Bleichach lässt aufhorchen. Sie klingt absolut unglaublich. Ich habe mindestens 20erlei Medikamente und Hausmittel versucht und probiert und nützt hat gar nichts. Du bist am Boden zerstört, du kannst nicht arbeiten, du hast Schmerzen rund um die Uhr. Und zwar sind die Schmerzen so, die sind immer gleich, das ist so ein komisches Ziehen, also du könntest an der Wände aufgehen. Für Alois Oswald zählt das Ergebnis. Er genießt sein neues Leben. Die Hintergründe und möglichen Wirkungsweisen kann er sich nicht erklären und will es auch gar nicht. Einen wesentlichen Anteil an seiner Gesundung wird mit Sicherheit auch sein eigener starker Wille und seine persönliche Kraft geleistet haben. Ich muss fast auf Grandar zurückführen, weil ich sonst nichts nehme. Keine Gichtschübe, ohne jegliches Medikament. Also geht es mir wie früher, als ich richtig gesund war. Vor 35 Jahren so bin ich ungefähr heute beieinander. Ich kann Bergtouren machen, ich kann 5 Stunden in einer Tour laufen, macht mir nichts mehr aus. Ich lebe ein neues Leben, und zwar ein schönes Leben, ohne Schmerzen. Für Grandar steht die Intuition über dem Lehrwissen. Ich bin ja nicht kein Studierter,
Aber ein bisschen darf ich mich bei der Natur auskennen. Und da habe ich halt immer wieder beobachtet und so habe ich draufkommen dürfen. Ja, früher, wenn eine Quelle gewesen ist, ist das fast was Heiliges gewesen. Ne? Keine einzige gleiche Quelle, das gibt's nicht. Wenn da zwei Orte sind und da ist 400 Meter weiter auf der gleichen Höhe, der hat wieder anderes Wasser. Darum ist es so schwierig auch mit Wasser, nicht? Weil bei der Wissenschaft heißt es H2O und Schluss aus, nicht? Ich habe das gleich heraus, ob einer gut ist oder nicht, nicht. Das ist die Schwingung auch, nicht. Und es ist mit den Guten, da bin ich sowieso gleich bei du und die, was nicht so gut sind, das bleibt halt der Herr Professor, nicht. Ich würde ihn als genialen, bescheidenen Mensch bezeichnen. Weil trotz allem, was wir jetzt in den 10 Jahren aufgebaut haben in der Firma drin, ist der Papa immer noch der bescheidene Mensch, für den das einfach wichtig ist, dass man gemütlich beieinander hockt, dass man einen Kaffee trinkt und dass man einfach ein bisschen Zeit füreinander hat und auch einfach reden kann.